So, ja, herzlich willkommen zum Instagram- und YouTube-Livestream. Heute wieder mit uns beiden, mit Marc und Sergey. Sergey, ein bisschen weihnachtliche Atmosphäre. Wir wollen heute noch ein bisschen, das letzte Mal, dass wir, sag ich mal, eine größere, sag ich mal, Fragerunde machen, jetzt vor Weihnachten und wahrscheinlich auch vor Neujahr, denn ich weiß ja, du fliegst ja auch nach Edmonton später. Wahrscheinlich, ne, je nachdem, wer weiß, was Corona noch vorhat in der Welt. Ja, sprech mal ein bisschen. Also wie gesagt, ich habe mit dir ja schon gesprochen. Wir wollen gleich auch noch mal ein paar Szenen von diesem Jahr bisher Revue passieren lassen. Wollen aber erstmal ein paar Fragen hier beantworten, die uns zugekommen sind. Ja, wir fangen, sag ich mal, so ein bisschen an, was gestern auch, ja, ich sag mal, vielleicht vielen aufgefallen ist. Der Lutz fragt nämlich, ich persönlich habe manchmal das Gefühl, dass die Mannschaft zu brav ist und sich schnell bei einer etwas härteren Gangart einiger Mannschaften, zum Beispiel beim Heimspiel jetzt hier gegen Straubing, einschüchtern lässt. Fehlt dem Team so ein bisschen auch ein Bad Guy, so ein Tough Guy, der auch mal die Handschuhe fallen lassen kann? Ja, ich sag so, ich finde, das ist nicht so viel einfach die ähm, Idee von unserer Mannschaft und allgemein ist mehr auf technische Eishockey, wie sagt das mal, akzentieren, ja. Mhm. Und von da schon weiter irgendwie gehen, ja, und gucken, was wir und wie machen können. Wir haben einige Jungs, was können die Handschuhe wegnehmen, das ist unbedingt Kulde. Ja, das kann man, wenn ich habe das richtig gut gesucht, in YouTube kann man sehen, dass er hatte einige richtig große Fights in AHL, auch NHL, genauso Lukas Lesio. Mhm. Ja, er ist groß genug, bis in einen Fight reinzukommen, ja. Aber ich denke, dass am meisten unsere Jungs sind immer bereit, ja, aber wir sind, ich glaube, jetzt disziplinierte Mannschaft des Liga, ja. Ja, Ja, kommt, deswegen, Ja. das kommt nicht oft bei uns. Nein. Allgemein, das kommt nicht bei uns dieses Jahr. Stimmt, also so wie ich das auch sehe und ich weiß, sind wir, glaube ich, von der Fairplay, die Robert Müller Fairplay-Wertung sind wir ganz weit oben. Ganz lustig, ich kann mich erinnern, dass wir letztes Jahr Nikita, sag ich schon, Luca Hauf, das erste Spiel hatte. Ich glaube, da war so ein bisschen so der Insider. Ich glaube, was gegen wen haben sie gespielt? Ich glaube, da war nicht Tine Braun, aber war noch ein anderer auf der anderen Seite, wo wir gesagt haben, erste Minute, Luca Hauf wird mit Sicherheit direkt die Handschuhe fallen lassen. Und dann ist Luca allerdings Hauf, Luca Hauf. ja, Es das ist ist nicht so interessant. Ja. gekommen. Ja, genau, jetzt noch mal ein bisschen um auf die Spielweise der M-Askibbe, so heißt er bei Facebook, fragt, ist es möglich, Konstanz ins Spiel des KfV zu bekommen? Gegen die Großen spielt man eigentlich auf Augenhöhe und bei den Kleinen tut man sich immer schwer. Warum sieht er das nur so oder teilst du seine Aussage? Also, dass man gegen Berlin, Ja, gegen einfach. Mannheim, gegen München haut man da einen raus und dann muss man sich hier auf gut Deutsch so ein Debakel 1:5 gegen Straubing hier dann auch antun. Woran liegt das? Was siehst du Ja, da? das ist einfach, wir haben dieses Jahr, wir haben schon andere Spitznamen, ja. Wir sind einfach Robin Hood von Ja. DEL und wir geben einfach, wir nehmen die Punkte von Reichen und geben das zu, Zu den Armen. genau, zu der Arme. Ja, deswegen, das ist, Ich habe aber was noch, ich nur sagen kann auf unsere Situation jetzt. zum Glück trägt keiner von den Jungs Strumpfhose, das wird das Ganze noch komplettieren. Ja, also natürlich jetzt, ich habe auch schon einige Fragen hier im Stream. Ich weiß, da wollt ihr alle sehr, sehr gerne drüber sprechen. Das bewegt natürlich jetzt gerade ganz viele. Wir haben natürlich auch die Nachricht bekommen. Geisterspiele schweben natürlich wieder über unserem Stadion, leider. Das Problem, deshalb, ich komme dir da mit der Frage schon mal ein bisschen zuvor, um die Fragen, wir haben sehr viele Fragen bekommen, danke auf jeden Fall dafür. Wir werden uns da so schnell wie möglich drum kümmern. Wir werden euch so schnell wie möglich da eine Nachricht zu geben. Das Problem ist, es gibt noch den ein oder andere Detail, was halt jetzt gerade in Klärung ist. Ähm, Deshalb, alle, die eine Karte haben, alle, die eine Dauerkarte haben, bleibt entspannt. Wir kommen da auf jeden Fall mit einer sehr, sehr guten Lösung für euch, dass alle zufrieden sind. Im besten Fall, wer weiß, können wir im März oder vielleicht sogar schon im Februar Ja. wieder mit Fans spielen. Deshalb, da gucken wir gerade nach ein paar Optionen. Die Frage ist aber trotz alledem, dass ganz viele natürlich jetzt so ein bisschen die Finanzen da in Frage stellen, kann man nicht sagen. Aber Holger Kuhlmann, der ja ebenfalls ein sehr bekannter Journalist hier aus der Region ist, fragt, mich würde interessieren, wie die Pinguine im Falle eines Zuschauerverbots finanziell aufgestellt sind.
Im Bandencheck-Podcast sprach Roger Nicolas von einer angespannten Finanzlage, da der Zuschauerzuspruch insgesamt sehr negativ ausgefallen ist. Ganz kurze Anmerkung, Roger war letzte Woche, vor 2 Wochen, in einem Podcast zu Gast, da hat er ein bisschen drüber gesprochen, nur für die, die davon nichts mitbekommen haben. Naja, von meiner Seite, ich habe das schon in Pressekonferenz, ich weiß nicht wann, 3, 4 Wochen vorgesagt, dass wir haben A, B und C Optionen, ja, und wir wissen, was wir machen in alle von dieser, in jeder von diesen Situationen. Ja, natürlich Geisterspiel, das war nicht geplant, aber das war erwartete Situation. Ja, und natürlich sind wir auch gut vorbereitet. Leider, natürlich, das ist schlecht, weil die Stimmung schon in die Spiele ist ganz wichtig und ist ganz toll, dass wir schon auch letzte Spiele mehr und mehr Leute in Arena bekommen hätten. Ja, aber leider, es ist so, wie es ist. Von anderer Seite natürlich, es geht um Finanzen und wir als Club in unserer Situation, unser finanzielles Modell immer ist aufgebaut, um auch viel von Ticketeinnahmen, genauso wie Sponsoreinnahmen und so weiter. Ja. Deswegen finanziell, das natürlich schlagt uns, aber ich hoffe auch, dass viele Fans werden mit Verständnis kommen zu dieser Situation, ja, und auch verstehen, dass kompensieren Geld zurück und sagen wir in dieser genauen Zeitraum, das kann ganz schwer für einen dann sein. Ja. Deswegen, wie du gesagt hast, wir werden eine am besten mögliche Option geben, was wir leider in dieser Situation machen können, einfach an euch, ja, Fans weiterbringen. Ist für uns natürlich auch alles nicht ganz einfach. Wie gesagt, die Situation ändert sich da natürlich dann auch stündlich, eben genauso wie dieses Virus, wie diese Pandemie sich halt dann einfach den aktuellen, ich sag mal, Weg sucht und dann, wer weiß, nächste Woche schon eine neue Variante. Also für uns, wir sind da genauso wie ihr auch im öffentlichen Leben ein bisschen dem geschuldet oder dem ausgesetzt, was das Virus als nächstes macht. Sprechen wir mal so ein bisschen noch jetzt, klar, okay, ist ein bisschen schwer darüber zu sprechen, aber wir müssen natürlich auch schauen, wie geht es in die nächste Saison weiter. Ganz viele Leute, die gefragt haben, was ist mit Spieler A, B, C, was ist mit Spieler Y? Ich würde es einfach mal zusammenfassen. Ich weiß, der Manuel Kalker hat sich da zum Beispiel die Frage gestellt oder nochmal auch der Lutz von gerade, wie es dann halt aussieht mit der Kaderplanung für nächstes Jahr. Welche von den jetzigen Spielern sind, sag ich mal, doch noch im Gespräch? Welche sollen vielleicht von außen reinkommen? Ich weiß, über Details kannst du nicht sprechen, aber... Ja, sagen wir, es ist noch ein bisschen zu früh, einfach um Details zu sprechen. Ich kann, aber das ist noch zu früh. Was ich sagen kann, Kaderplanung geht schon. Ich kenne das noch in vielen DL-Mannschaften, geht das nicht, weil nicht alle wissen, was ist geplant finanziell auch für nächstes Jahr und so. In unseren Augen, ich sehe, dass es hoffentlich wird nicht schlimmer sein als letzte 2 Jahre, ja, und deswegen wir können ungefähr von gleichem Niveau, Budgetniveau rauskommen, ja. Deswegen wir planen schon langsam, was wir machen. Ich dachte, dass wir können noch jemanden unterschreiben, schon jetzt, neuer Vertrag, ja, sagen wir, erneuerter Vertrag, jetzt Verlängerung einfach vorher jetzt geben, bevor Weihnachten, aber leider, ich war krank 2 Wochen, deswegen ich habe da nicht aktiv gearbeitet in diesem Feld. Jetzt, ich bin dran, um unsere Spieler, auch um Spieler, was ich hätte gerne im nächstes Jahr hier gesehen, ja, deswegen, wenn alles funktioniert, was ich plane, ich denke, dass unsere deutsche Core wird noch stärker werden, ja, und einige von Jungs können ein bisschen auch mehr Verantwortung noch nehmen, ja, deswegen wir entwickeln jedes Jahr, ja, und natürlich die guten Importspieler, ich habe einige schon in der Liste und einige natürlich werden noch kommen. Aber von unserer Mannschaft wird noch unbedingt einige Leute bleiben. Das ist, was ich sagen kann. Ja. Ein Spieler, der jetzt halt weniger im Fokus stand, einfach weil erst verletzt, dann halt ein bisschen, ich sag mal, in den Hintergrund getreten, Patrick Hersley. Da gab es nämlich von deiner Seite hier über Instagram die Frage vom wahrscheinlich Sebastian Holländer, vom Holländer Sepp. What's the situation about Patrick Hersley? Ja, die Situation mit Patrick ist natürlich schwer, weil er hat eine Verletzung, was
wie sagt das man, harm, ja, erlaubt ihm einfach nicht auf seine 100% Eishockey zu spielen. Ja. Okay. Deswegen, diese Woche er macht seine letzten Tests, aber es ist viel möglich, dass wir werden Patrick für mehrere Monate nicht mehr auf Eis sehen. Es ist viel möglich. Ja. Es ist leider, ja, das ist so, dass es passiert, aber das passiert mit Eishockeyspielern. Ja, und er ist nicht der Jüngste. Was ist in dieser Situation, in nicht positive Situation gut ist, ist, dass unsere jüngeren Verteidiger jetzt haben mehr Rolle übernommen und die sehen mehr, sagen wir, wie sagt das man, bisschen Präsenz. Ja, die haben schon bessere Präsenz wie Gläsel, Maas, auch Pappert. Ja, die bekommen mehr Eiszeit und deswegen natürlich in jeder Minus ja, hast du seine eigene Plus. Ja. Deswegen von einer Seite wir verlieren für längere Zeitraum einen guten Importverteidiger, von anderer Seite unsere jüngeren Spieler bekommen mehr Eiszeit, sich zu entwickeln. Und die machen jetzt seine Rolle gut. Ja. Jetzt natürlich, ich sag mal, du sagst nicht nur Patrick Hersley, der jetzt ausfällt, jetzt haben wir natürlich auch den ganz und wegen Alter vielleicht auch ein bisschen, ne, dass er ein bisschen älter wird. Jetzt haben wir genau den gegenteiligen Fall mit den U20-Jungs, die jetzt ja nach Edmonton geflogen sind. Was denkst du denn da jetzt? Also generell, was denkst du, kann die Mannschaft dort erreichen, die U20? Und was erwartest du von den Vieren, von den 3 Feldspielern und einem Torwart? Ja, zuerst, wie du gesagt hast, ich hoffe, dass ich werde nach Edmonton kommen, ja, weil mein Abflug ist in 2 Tagen und ich hoffe, dass es wird nicht zu viel ändern und ich habe noch diese Möglichkeit in Christmas-Zeit rauszufliegen, ja, und dann da bis neues Jahr sein, ja. Deswegen, was ich geht um allgemein deutsche Nationalmannschaft, ich sehe, dass eigentlich die haben eine gute Mannschaft zusammen, ja. Natürlich wäre besser, wenn du hast Team Stützle, Reichel und Peterka. Aber für andere Jungs das ist auch eine große Möglichkeit, sich zu zeigen. Ja? Deswegen für mich, ich sehe das zuerst unsere Jungs, wie Blank und Rutkowski. Ja, die waren nicht auf große Tournaments, die waren auf, sagen wir, Friendly Games, ja, auf Freundschaftsspiele. Und jetzt die haben große Möglichkeit, sich zu zeigen in großer Arena. Ja, Wolek hat schon diese Erfahrung, ja, deswegen denke er bekommt auch seine Rolle in der Nationalmannschaft, was wird groß genug sein. Ja, wie ich kenne, er spielt erste, zweite Reihe plus erste Powerplay, deswegen da hat er schon einige gut vorbereitet, ja, weil letztes Jahr er war schon auch bei U20. Weißt du, spielen die mit Fans oder spielen die? Die spielen mit Fans. Heute hat rausgekommen, die waren vorbereitet, mit ganzer Arena zu spielen. Heute, die haben gesagt, wir spielen in Alberta 50%. Okay. Ja. Aber sowieso 50% ist noch genug. Ja. Ja, und Rogers Place, ich glaube, da ist 17 oder sowas, 1000 Leute. Ja, deswegen da wird schon genug Zuschauer sein in diese Spiele. Kanadier sind auch Eishockey bekloppt, dass ja, die das Ding auch voll machen. Das stimmt. Und natürlich Quapp ist einfach ein von besten Torhüter allgemein jetzt in seinem Alter. Und ja, sagen wir deswegen, er hat große Perspektive, braucht einfach das wieder zeigen, ja, auf Weltmeisterschaft. Und deswegen, da wird er gegen gute Gegner spielen. Ja, jetzt haben wir natürlich so ein bisschen um den Übergang mal weg von unserer Mannschaft zu bekommen, zumindest für den Moment, weil gerade so passt. Jetzt kam natürlich auch die große Debatte zu der NHL und dem Olympiaverzicht, so wie es jetzt, also zu 99,9% aussieht, wird die NHL da auch, sag ich mal, nicht auf den Olympiazug mit aufspringen. Was denkst du, was ist das vielleicht auch für eine Chance für die Spieler, eventuell, wir haben vielleicht auch 2, 3 Jungs, die in den Kader reinrutschen könnten noch. Was denkst du, was das auch eine Chance bedeutet für die Liga, für die DL selbst? Ja, zuerst, wir werden ein bisschen Split machen. Wahrscheinlich, wir können auf Englisch einfach gehen. Ja, weil das ist internationale Frage. Ja. Ja, ich denke, dass da wird schon genug interessierte Leute. What I see in this question, first of all, it's very important to how should I formulate that? It's a big loss for hockey that NHL players are not coming to the Olympic Games. Because on one hand, of course, there is Corona and a lot of restrictions which are coming up there.
and there is a lot of business with NHL going on. On the other hand, at the same time, hockey right now is losing younger people interest. Yeah, and that's all worldwide. It's NHL, it's KHL, it's everywhere. So if we're talking about popularization of a sport, we need to have it definitely on the Olympic Games represented by best players, always. Yeah, because for a big pity, World Championships are not so interesting anymore. I mean, not the best players are coming up there. Yes, and you want to see superstars, like in soccer. Yes, you want to see superstar players playing there. Then it creates interest from people to watch. Yeah. Yes, and this is of course not very good. On the other hand, as you said, there are very good possibilities for non-NHL players to come on the Olympic Games. Yeah, and of course the chances of the national teams change a lot, because if you have a group where you are playing on level when you have Olympic Canada team, Olympic USA team, Russia, Sweden and Finland, it's hard to go through them. Yeah. When you don't have the Olympic squad, you remember last year where Germany was playing in the final. 4 years ago. Yeah, I can see very strong team Denmark, who has a lot of representatives in Europe right now, which is I think can be very strong for the Olympic Games right now. A lot of former NHL players there. Of course, so I see them. Of course, I see Germany because actually from the NHL, Germany will miss Grubauer, will miss Stützle, will miss Draisaitl. Yeah. Who else? No one. Well, Michaelis perhaps. Some. Michaelis, maybe he can come. You don't know because he's AHL player. Yeah. So you don't really know. Maybe he can come. And everyone else, Kuhn Hakel is here, Rieder is here. Yeah, you have 3 goalies definitely who you can get from German Championship. Niederberger, Strahlmeier, Brückmann, Andros, whoever you can take. There are a lot of possibilities. Schilling, yeah, you can, Deutschen Pass. Yeah, you can take Outside whoever. chance. Whoever you want, you can take. Goalie position is good. Yeah. Anyway, one Grubauer, I don't know, would Thomas Greiss play on the Olympic Games? I'm not sure. I don't know how the situation there is, and it's not my actually field to talk about this. So, but I mean, still, Grubauer would be the number 1 goalie, and then all the others would be anyway from our championship. Yeah. So I believe that German championship anyway in last years got much more, how you say, more interesting and more attractive and better quality players are coming to play here. Yeah. This is very important. Yeah, we see how many former KHL players are playing in DL right now. Yes, we see that AHL players, good AHL players, they come and play here. So the level of the league is definitely going up very much. So I see Germany, a good candidate from, let's say, not understand me right, not top hockey nations. Yeah. Yes, they look pretty well because I'm still. With all the respect, I know that Canadians and US Americans, they will battle always. They have it. They just have it because those are really strong hockey nations. Yeah. But it's will be harder to compete when you have approximately same player level. Yeah. So because I don't see such a huge difference in all players who are playing in Europe. Yeah. Yeah, so you are approximately on the same level. So only already it will be tactical win, discipline win, whatever. Yeah, and this what will create the possibility for every national team to show their best hockey. It can be Denmark, it can be Latvia, it can be who else we have from really interesting nations. Maybe I can tell even China maybe in this circumstances can show not bad hockey, honestly. Yeah, because most of the team is playing right now in Kunlun in KHL. Yeah, they're not top team. They're one of the bottom teams, but still they're competitive team to play. Yeah, and of course when not NHL players are playing, they have more chance to show their better hockey. So simple as that. By the way, hier vor 16 Minuten, ich wollte eigentlich gerade dein Zitat vom Magnus und Nygren. NHLPA agreed to opt out of the Beijing Olympics due to uncertainty from COVID-19 von meiner NHL-App. Also ist es It's already 100% confirmed. Also es ist jetzt auch 100%ig sicher, During dass the live stream it got 100% confirmed.
Genau, what you said, it's a good point. Okay, the league's profit and the players' profit, but of course, you showed me a really interesting quote from Magnus Nygren. He's, I think, defenseman from Davos. Yes. For him, I will quote this now. The NHL looks to throw in the towel for the Olympics, which suddenly opens the door for players from Europe. The national team, current Magnus Nygren, asks the question: we are not as good as hockey players. We do not make as much money. We don't play in the biggest league, but the fact remains, we also want to play under fair and safe conditions. Also für ihn klar der Hinweis, okay, ist nett von euch, dass ihr wollt nicht spielen wegen Corona, aber wir dürfen uns dann eventuell in so eine unsichere, what do you think about that? Yeah, I'll keep going English because it's a big international question. Maybe someone wants to make a, how you say it, Untertitel oder yeah, just me and say it somewhere. Yeah, citat. Yeah, to put a citat from me. About this is an important point because in my eyes, the person is absolutely right because they still have contracts in their teams. And as managers, for us, it's the same harming to miss players because of the quarantine and whatever, in case if a lot of players will go away. Yeah. Let's say theoretically, just theoretically, we take that in some kind of circumstance, we miss Jesper Jensen, we miss Kulda, we miss, let's say, Bracco and Lesio. Theoretically. Yeah, I'm not saying it will happen, but theoretically. We miss 4 key players for our team, and in our case, it's very hard to somehow substitute them. Impossible in our case. It's impossible. Yes. So we miss a lot of players, and they want to be secured also because they will start have conflict with the team, with club. Because they earn money from a club, and for some kind of reason they disappear for 1.5 months. They represent their national team, but they're under risk of getting sick. They're under it's not risk, it's just a lot of time when you're in quarantine all the time. Because I think once you come there, you need to come before, and you need after that, before flying out, you need to stay in quarantine or stuff like this. So it's pretty hard actually going on all this systematic how to come to the Olympic Games. And I'm not sure what's the best case for now, what to do for Olympic Committee, for IHF. What's their decision, what they're going to do. Yes, I don't know if that's possible to postpone the tournament. I'm not sure it's possible. And this circumstances is always, of course, about what conditions and let's say what's the best solution at all what you can find. About safety, about time, because we're talking about time right now. Non-championship will stop their championships. I mean, the schedule will keep going. It will keep going. Same as the U20 World Juniors. The championships, they just go. And it's already problems of the club. And I tell you honestly, in time when we have relegation in the league and missing key players for 1.5 months, I don't want to do it. Me personally. I'm sure a lot of other managers, they don't want to do it. So before an understandable solution in this case will come up, I agree with Nygren that it's about safety, about money, and about time also. Because there is a lot of conflict positions which come up in this case. Also ganz klar, ist natürlich für jeden Club immer eine schwierige Situation. Ist natürlich eine Ehre, wenn die Spieler da hingehen. Allerdings auf der anderen Seite natürlich auch ein bisschen schwierig, und insbesondere wenn man dann für eine Kernzeit seine Schlüsselspieler verliert. Und insbesondere jetzt mit der Corona-Situation halt auf jeden Fall nicht ganz einfach, da einen guten Weg zu finden, der sowohl sportlich kompetitiv ist, als auch dann, sage ich mal, die Sicherheit der Spieler und auch unsere Planungssicherheit oder der Planungssicherheit der ganzen Liga im Prinzip betrifft. If everything goes as planned, we will have also a break like between, I think, the 28th of January and then at some point in February. I'm not too sure. Are there any plans for that time frame on a club level for us? For now it's a little bit harder to plan. We had some possibilities to play against NLA team and against a KHL team.
I don't know how it will go right now because it's a little bit hard with Corona. Yeah, so we honestly, I didn't. What a surprise. For now, I don't really have a solution. We definitely will play some games, but it might be regional games where we play against Düsseldorf and Cologne, for example. Or maybe we'll have a guest who will come up here and play against us also. Yeah. Who knows? If that will be possible at that time, clubs are very open to come here. Okay. Maybe I'll check the. I'll check if there's someone in the chat. Maybe Avantgarde Omsk already texted you. Ja. Das hätte ich nicht lesen können, wenn Omsk mir bevor wir jetzt gleich noch mal auf ein paar Sachen reagieren, wie gesagt, wir haben das Penalty-Schießen von gestern noch mal wahrscheinlich, wir haben beide schon gesehen. Wird also jetzt nichts Neues sein, aber nochmal wirklich das Ganze vielleicht mit einem bisschen Abstand sehen. Will ich nochmal eine Frage hier aus von deiner Instagram-Seite, da haben wir nämlich auch, dein Handle ist für die bei YouTube jetzt gerade sind, @Saveljev, wie ist es? Sergey, you mean the der Name, genau. Yeah, Sergey, then double, how you say it, bottom line, Unterstrich, ja. Saveljev, okay. Very simple. It's very simple. So also maybe moderator can write it down in chat. Genau. Wer da mal reinschauen möchte, wie gesagt, das ist Sergeys persönliche Seite, da hat er auch ein paar Fragen angenommen. Da gibt es halt die Frage von, wird alt, die Namen hier, DO1A7, der hat nämlich gefragt, have you ever played professional hockey? Professional hockey means where you get money for. Yeah, well, yeah. Yeah, so no. I just couldn't make it, even if I would be. I just was need to be older. So, what's your highest club level you've played on? I was in the U16 national team. Yeah, okay. That's all, and then I retired. Well, you beat me. I was under 14, and then after that, they didn't want me anymore. So. Hey, but I have my DEL jerseys at home. I don't know. Yeah. completely unused. I was a short period of time emergency goalie in Bremerhaven. Okay. And when they were still in the second league, but I cannot say it was professional hockey. No. I mean, it's a professional club, but you were not part of it. Exactly. I was an emergency goalie, so I was practicing with them and doing stuff in case if I would be needed. Now we go into the real deep stuff. Koopman Sven asked, "Who's your hairdresser?" I mean, I will do it differently. My dear friends, I'll tell you something. Right now we have a little bit less than 500 followers. When we get 1,000 followers, I'll answer on this question big in my Instagram. So sign up my Instagram, yes, and I'll tell you how's that going. I'll tell you how the things work in my life. Also bei genug Followern auf Instagram wird Sergey auch die Frage beantworten. 1000. Ja, 1000. 1000. Genau 1000. Nur 500? Nur 500. So simple as that. Komm, pack die auch mal mit ein. Sag ihr, die soll noch bei Instagram liken. Sergey Saveljev. Genau. Ja, einmal ganz kurz, damit ich hier auf die Frage natürlich auch eingehe. Und zwar von Christian Dornhof, da gehe ich ganz kurz drauf ein, eben die Frage nach den Trikots. Absolut kennen wir die Problematik mit den Trikots, dass die natürlich ein bisschen länger dauern. Liegt zum Teil auch daran, dass wir den Merchandising-Partner gewechselt haben. Also in dem Fall nehmen wir eure Kritik natürlich an und wir haben solche Situationen da auch mit der Blanko-Trikot- und Beflockenmaschine haben wir natürlich alles auf dem Schirm. Wird wahrscheinlich nur etwas dauern, bis wir das Ganze umsetzen. Also jetzt vor Weihnachten sowieso nicht mehr. Gut, dann wollen wir doch mal in die Reactions reingehen. Und zwar, wir fangen tatsächlich dann an und ich warte ganz kurz, bevor das hier losgeht. So, ich weiß nicht, wo hast du gestern geguckt? Wo warst du? Ich war nicht an der Arena, kann ich so sagen. Ja. Nee, aber ich habe geguckt von Handy. Okay. Das habe ich gesehen von Handy. Okay.
wenn unser Videograf Maxi, du hast den Bildschirm im Blick, das ist sehr gut. Danke übrigens auch an Maximilian, der uns hier natürlich auch immer, Shoutout für ihn, der uns hier immer sehr gut berät und hilft. Das stimmt. Wie gesagt, letzten 27 Sekunden, Ja. wie gesagt, das waren halt schon Das ist schon stark ein gemacht. schönes Tor. Ist das eine Sache, die man trainiert als Mannschaft? Also ich meine, Ja. weil 6 gegen 4 oder 6 gegen 5 ist es jetzt ja im Prinzip sogar, ne? Ja, kann hier mal malen? Ja, ich glaube, weiß ich gar nicht. Kannst du das? Fotos einzeigen. Mal gucken, Zeichnen. die Fotos zeichnen. Na? Nee, geht wahrscheinlich nicht. Okay, nicht Ja. jetzt. Nicht dieses Mal, ja? Ja. Hier braucht man einfach akzentuieren. Einen Moment, ich zeige jetzt, ja? Zuerst, das ist unser Powerplay, wie wir spielen, ja? Hier Ja. ist nur dazu Anton Birlow. Ja. Also Ja. Berlioff, das ist der jetzt hier in der Mitte, der Genau. sozusagen zwischen den Bulli-Kreisen Hier. steht. Genau. Ja, Seht das ist man, wenn ich so zeichne? Ja, das Ja, sieht so, man das gut. hier ist Anton. Was ist ganz gut, er hat hier richtig gut als Bumper gespielt und immer eine Option für Pass gegeben, ja? Mhm. So, wir haben hier einen freien Spieler, weil die probieren die Bahn nehmen, ja? Weiß, hier ist auch ganz gute Situation, ja, für uns in 2 diesem gegen Fall. 1 Situation nach vorn. Ja. Genau. So, deswegen geht es ein Pass. Dann hier kommt schon eine Standardsituation, wo Alex Bergström spielt. Ja, das ist ein Punkt, wo er hat letzte 2 Saisons in SHL, ich weiß nicht wie viele Punkte, 50, 60 Punkte gemacht. Ja. Und hier natürlich, das ist Standard, wie die haben gespielt. Letztes Jahr kommt Pass an Weiß. Aber hier ich möchte akzentuieren, kurz Moment auf Anton Birlow. Kann man hier ein bisschen, ein größer kann man nicht machen. Wie er macht seine Fake-Bewegung, ja, und öffnet sich seine Body-Position, war perfekt für einen Schuss. Ja. Geht das? Nee, schade. Die ne, schade. Ja, und deswegen, das geht einfach perfekt, wenn wir jetzt... Okay, ja. Siehst du, ja, er hat perfekt eingezogen, ja, deswegen er hat Position Also er gewechselt zieht im und Prinzip geöffnet. zuerst in die Richtung und dann kommt er ganz kurz zurück Genau, und er hat hat dadurch einfach- dann hier im Prinzip Er seinen hat für Pass. sich kurz create space gemacht. Ja, Ja. ja. He creates space for himself and then perfect release one time. Cool. Ja. So, what do we have next? Also, ja, jetzt haben wir im Prinzip nur noch mal das Penalty-Schießen im Prinzip. Da können wir natürlich auch, wir haben die beiden Tore natürlich gesehen von Yeah, let's watch. ja, aber was ich halt auch bei dem ersten Penalty, ich weiß nicht, wie du das gesehen hast, Saint-Denis natürlich auch ein sehr, sehr gute Hände und man sieht halt, der will halt den Oleg da ganz schön natzen. Let's watch again. Weil Wir auch das gucken ist, nochmal. weil ich sag mal, Oleg hat nicht viel richtig gemacht, wenn man mal so. Nein, theoretisch eigentlich er fängt richtig an, ja, weil Ja. er hat raus vom Tor gekommen, wenn ein Spieler hat schon richtig über die blaue Linie gekommen, ja. Deswegen er hat Winkel einfach kürzer gemacht, ja, zum Schusswinkel. Dann was geht's? Saint-Denis, er macht einen Fake und Oleg geht down in diesem Moment. Ja, ich möchte ein bisschen akzentuieren. Ja, er reagiert auf den Fake. Ja, absolut. Und hier könnte man sehen, dass er ist definitiv in Disbalance. Ja. Ja, und deswegen Saint-Denis macht gute Entscheidungen zu schießen in diesem Moment. Aber einfach, Oleg Oleg hat beide Beine, ja, und ja. in seinem Disbalance, er hat das einfach zweite Bein runtergebracht. Ja. Hast du genau Ich richtig denke, gesehen, Saint-Denis hat genauso gleich gedacht, wie ich, what just happened. Ja, hier du könnte man siehst sehen, hier- auf diese erste Fake hat Oleg reagiert und seine Bilanz einfach verloren. Ja. Deswegen, Sag, wir sehen gleich nochmal ein Penalty, also gleich bei den anderen Das- Reaktionen nochmal ein Penalty von, und das ist halt einfach. das ist schon, ich kann sagen, das ist ein richtig schönes Tor. Das ist, Halt auch. oh mein. Also wir haben, ich denke, was jetzt auch bei Magenta zum Beispiel, ich habe es ja heute beobachtet, alle sprechen im Prinzip nur über das Bracco, Ja, genau. über das Bracco-Tor. Aber Saveljev das Tor ist finde ich das finde ich technisch viel viel schwerer. schwerer. Also also Jeremys Tor war überragend. Ja. Also, aber das ist nochmal, keine Ahnung, weil Das ist perfekt. das muss halt wirklich dann auch perfekt. Das, passen. jetzt, ich glaube, wird von Oberkamera gezeigt und Hinterkamera kann man auch sehen, die Stick-Handling Ability. Ja, das ist ein richtig schweres technisches Element, ja, weil er macht schon erste Fake und dann du nimmst das nicht normalerweise, wie du nimmst das Schläger auf andere Seite, du nimmst Scheibe mit der andere Seite von Schläger und du ziehst das auf Eis. Das ist ein sehr schweres Eishockey-Element.
ja, zu machen. Das nimmst du und dann erwartet perfekt, dass sein Winkel ist gut fürs Tor zu schießen. Ja, deswegen also das schon, das ist... Ja, könnte man sehen. Nochmal, ich werde ganz kurz ein bisschen zurück machen. In diesem Moment. Ja, und da sieht man eben, dass er den Schläger nicht mit der Vorhand, normalerweise würde man da so einmal die Vorhand benutzen. Genau, und er aber benutzt er dreht den Schläger um. Genau, andere Seite von Schläger und das ist auch für Torwart ein bisschen schwer, ja, etwas zu machen. Deswegen, das ist ein schönes Tor. Richtig schönes Tor. Absolut. Okay, Erkesen hätte ich auch gesagt, dass wir direkt hat er aber genau das gleiche eigentlich wie der Saint-Denis. Kann man sagen, wenn Mannschaften schon vorbereiten zum Oleg, ja, und die verstehen, welche Schwachheiten hat Torwart. Ja, und hier kann man sehen, dass die probieren ihm ein Reaction rausbringen für einen Fake-Schuss. Ja, deswegen, das ist einfach wie es ist. Ja. Hier leider kannst du nichts vieles machen und Erkesen ist einfach tolle, sagen wir, offensive Spezialist. Ja. Aber du siehst halt trotz alledem auch, wie beim Saint-Denis, halt genau die gleiche Schlagschuss eigentlich angetäuscht. Genau. Oleg geht runter. Das ist Fake-Schuss, einfach Fake-Schuss zu zeigen. Ja, und warten für Reaktion von Torwart. Und er hat reagiert und dann hoch. Ja. Also ich kann dir sagen, ich denke immer, Igor Groß wird sich das Ganze natürlich auch angucken. Das ist halt immer so, Torhüter und Training im Tor ist immer so ein Katz-und-Maus-Spiel, weil das ist genau das, was du sagst. Jetzt sagen die Spieler, okay, wir haben uns auf den Oleg vorbereitet. Jetzt kann Oleg natürlich wieder hingehen mit Igor und sagen, hey, was machen wir jetzt? Arbeiten wir da dran. Ne? Die Idee ist einfach, wir machen es, wie sagt das man? Ja? Hier ist einfach, wer reagiert erst in Penalty-Schuss? Wer wird seine erste, sagen wir, Großbewegung machen? Ja? Ob das Deck ist oder Torwart wird erste runtergehen, ja, oder einfach öffnen was. Ja? Deswegen, es geht immer Spiel, sagen wir, Augen in Augen. Du brauchst gucken in dieser Situation, wer wird erste Bewegung machen. Der, wer erste Bewegung macht, der verliert. Richtig. So einfach ist das. In Saint-Denis-Moment sagen wir, das war einfach ein bisschen gute Reaktion gezeigt von Oleg. Übrigens, hier habe ich schon gedacht, oh no. Ich habe hier schon gedacht, wirklich. Brad Marchand 2.0, den Clip kennst du auch, ne? Brad Marchand, zack, ich so, oh no. Justin Ortega. Ja, Ortega kannst du auch, genau. Und das ist dann einfach, das ist ganz gute Bewegung. Das ist gute Bewegung. Aber das ist halt, ich sag mal, wenn man es so sagen möchte, ich glaube halt, um es zusammenzufassen, ich glaube, Saveljev war halt stocktechnisch schwerer. Ja. Ich glaube, das ist halt dann einfach das Zusammenspiel zwischen Schlittschuhfähigkeiten und Stocktechnik. Also, ne, er lässt es halt einfach aussehen. Ne? Das ist richtig guter Penalty-Schuss. Aber von beiden, für mich, beide sind top. Ich kann nicht sagen, dass Bracco ist höhere Stufe besser. Ja, die beiden sind richtig gut. Wichtigste ist, dass hier war auch kein Stopp, weißt du, kein Stop-Motion. Das ist sehr wichtig. Ja, und dann haben wir natürlich auch noch den letzten. Sehr gut. Ja, da macht er. Sehr gut. 9 Spiele-Serie. Gebrochen. Genau, Straubing 9 Spiele-Serie gebrochen und wir. Bremerhaven gebrochen, Straubing gebrochen. Not bad für diese Saison. Ja. Und der 6. Auswärtssieg in Folge. Also insofern, auch wenn stimmt. wir. Vielleicht das ist auch eine Frage, die ich letzte Woche mal hatte. wenn wir da mal drüber sprechen, die hatte ich bei der letzten Ausgabe. Was denkst du, woran liegt es, dass wir, sag ich mal, auswärts so wirklich gut spielen? Also wirklich gut spielen und dann zu Hause teilweise, ja, ich sag mal, fast wie eine andere Mannschaft wirken. Was spielt da, was ist das für eine Rolle da? Ich sage euch, wir haben groß genug Arena. Wir haben 8000 Leute, ein bisschen mehr Kapazität. Ja. Wenn du spielst zu Gast, du kennst das, Unterstützung wird klein. Ja, weil es kann nicht groß einfach sein. Weil das sind Heimtribünen. Ja. Und jetzt du spielst allgemein ohne Zuschauer. Ja, im Süden. Deswegen es ist einfach anderer Fokus. Ja. Wenn du spielst zu Hause, du möchtest ein bisschen attraktiver spielen, ein bisschen was für Fans machen. Wir nehmen das Spiel gegen Düsseldorf, wo wir gewonnen hätten. Waren mehr als 5000 Leute und das Spiel war auch ganz anders. Ja? Das hat ein bisschen in eine andere Richtung gelaufen für uns. Ja? Weil die Unterstützung fühlen die Jungs und die möchten nach vorne gehen. Ja? Wann sagen wir, in Arena sind weniger Leute, diese Unterstützung gibt es, aber das fühlt ein bisschen anders für Jungs. Und die probieren einfach, wie gesagt, ein bisschen anders zu spielen, ein bisschen mehr
Attractivity ins Spiel reinbringen. Also im Prinzip, das ist das Paradoxe, man möchte im Prinzip mehr Unterhaltung bieten und gleichzeitig schafft man es dann leider doch nicht ganz so. Nein. Ne? Also so kann man es Ja. fast sagen. Ne? Ja. Also da ist halt dann die Frage, wo was möchte man gewinnen. Wer war es? Per Mertesacker war es, glaube ich, bei der, ich weiß nicht, du bist wahrscheinlich nicht so da drin, aber Arsenal, Deutsche, der Mertesacker. genau, der hat nämlich bei der WM, ich glaube, es war dann 2014, hat in der Gruppenphase Deutschland halt wirklich. Wer war es denn? Ach, Algerien, genau. Im Algerien, aber es war Mertesacker, ne? Genau. Und der Mertesacker hat den Kommentator damals, sein Kommentator hat gesagt, ja, ihr habt euch ja gegen Algerien hier jetzt gerade mal so durchgewurschtelt im Viertelfinale. Und dann hat Per Mertesacker so gesagt, was wollt ihr eigentlich? Wollt ihr, dass wir gut spielen und am Sack bekommen oder wollt ihr, dass wir Weltmeister werden? Weil beides, ne, entweder da wäre Genau. ich lieber Weltmeister, stolper mich durch. Genau. Und ich glaube, so kann man es auf unsere Situation auch Ja, das könnte man sehen. Wir haben schon gegen Bremerhaven, gegen Nürnberg, gegen Berlin, gegen Straubing probiert, offensiver zu spielen zu Hause. Und irgendwie funktioniert das nicht so gut. Ja. Aber wie gesagt, ich denke, der Igor ist da ein Taktikfuchs, der weiß das halt genauso, ist ja auch bei den Pressekonferenzen. Übrigens, Pressekonferenzen, auch die übertragen wir natürlich hier auch live bei YouTube, wenn ihr da mal dabei sein wollt. Meistens um 13:30 Uhr am Mittwoch, abgesehen natürlich von heute zum Beispiel, wo die Mannschaft unterwegs ist. Ja. Aber da auch Igor, ich persönlich finde immer mein Russisch ist leider noch nicht gut genug. Ich arbeite mich da dran, aber von den Übersetzungen, die dann meistens kommen, auch jemand, der sehr, sehr viel weiß über Eishockey und auch eine unbedingt. mega interessante Sache, die er da auch dann immer mal wieder mit reinbringen kann. Unbedingt. Genau, wir wollen noch ein paar Videos, wollen noch ein paar Highlights von dieser Saison reagieren. Und zwar fangen wir halt an. Sag mal, als Torwart, ja, mein Herz blutet ja auch. Ich sag mal, zu dem Zeitpunkt, ich glaube, es war kurz vor Schluss im zweiten, also kurz vor Ende des zweiten Drittels, Olegs kleiner Ausflug, den wir hier haben. Okay, ich erzähle jetzt. Jetzt ist es ganz einfach. Wenn du ein Torwart bist, wenn du gehst für Scheibe, Ja. das ist ganz einfach. Wenn du siehst, dass die Scheibe geht, du brauchst Entscheidung treffen. Ich gehe oder ich nicht gehe. Ja. Und wenn ich entscheide, gehe, dann ich gehe zu Ende. Ja. Was ist hier passiert in diesem Fall? Ich zeige jetzt. Ich probiere ein bisschen zurück. So, wir sehen, er geht, Bremse, auf irgendwelche Grund. Und Genau. da hat er am meisten Geschwindigkeit verloren. Ja. Hier sollte er richtig gehen. Und ja? das habe ich zu dem Zeitpunkt halt auch nicht verstanden, weil viele haben gesagt, ja, er hat dann da gemerkt, dass er nicht pünktlich an der Scheibe ist, weil, ihr wisst ja alle als Experten, die Trapezoid, also hier hinten, ab dieser Linie, die Ecke, darfst du ja als Torwart nicht die Scheibe spielen. So. Aber ich sag ganz ehrlich, der hätte locker geschafft. Also der wäre ja locker hingekommen. Genau. So. Er hat das einfach. Und dann hat er gebremst. Genau. Und dann er hat wieder probiert, aber Geschwindigkeit ist doch schon verloren. Ja. Und deswegen, hier hat die Situation passiert. Was ist gut, er hat probiert zu Ende schon in Spieler gehen, egal ob der Strafe bekommt, aber leider danach Pass. Ja. Aber die Frage, die ich. Kann es da auch sein, dass vielleicht der Jesper da auch. Kann es da sein, dass die vielleicht eine Kommunikation hatten, dass Jesper hier irgendwie sagt, ey, ich bin noch vorne, lass die Scheibe. Und dass Oleg dann sagt, ja, okay, ich lass die Scheibe. Sehen, wann er bremst, er hat auch gebremst. Ja. Ja, er hat gebremst und er bremst auch. Siehst du, er geht schon nicht. Ja. Und er probiert hinter ihm gehen und er geht schon nicht. Ja. Und dann passiert. Und dann ist er dann doch. Er lässt ihn. Ja. Und dann er geht auch in diese Zeitung. Deswegen hier war einfach auch ein Kommunikationsfehler und natürlich brauchst du nicht bremsen. Ja, 100% in diesem Genau, Fall. Scheibe weg. Ich finde übrigens interessant, dass der Schiedsrichter dafür hätte eine Strafe geben wollen, weil, genau genommen, er spielt ja niemand die Scheibe. Weißt du, was ich meine? Ja. Er hat ja direkt die Strafe angezeigt. Und eine Behinderung war für mich jetzt auch nicht unbedingt. Außer, da müsste man nochmal nachgucken, natürlich kannst du als Torwart hier nicht die Scheibe spielen. Vielleicht reicht das dann schon als Behinderung aus. Ne? Ja. Na, mal gucken. Aber wie gesagt, leider ein Tor gewesen, was dann relativ schon so ein bisschen, ja, ich sag mal, den Schwung gekostet hat. Das stimmt. Deshalb blödes Tor. Ich kann zeigen, haben wir Zugriff zu YouTube wahrscheinlich. Ja, genau. Wir können kurz noch finden, ja, wir können diskutieren. Es hat auch passiert, solche ähnliche Situationen mit Trapezoid, jetzt auf Channel One Cup.
in Moskau. Da haben wir mal Die haben gespielt gegen Russland gegen Kanada. Ja, und da Justin Pogge aus Köln hat gespielt dieses Spiel. Ja, und eins von Tore, 4. Tor, ja, war genauso. Gucken wir mal, ob wir ihn jetzt auf die Schnelle finden. Warte, mach Russia Kanada. Weil Kanada eigentlich spielt da normalerweise nicht, aber die waren eingeladen, da zu spielen. Ja, das ist alles so vor Wir 4 haben das Jahren. gestern, ja, wir haben das gestern gesehen. Warte kurz. Entschuldigung, wir brauchen ein bisschen jetzt was sagen und reden Ja. in diesem Fall. Ich kann ja mal gucken. Haben wir hier heute, ihr dürft gerne Fragen stellen. Frank Lang tatsächlich. Hat Sergey, mein Gott, nicht. Nochmal, das deutsche Sprache, schwere Sprache. Hat Sergey Saveljev eigentlich schon mal die Eiszeiten-DVDs angesehen? Eiszeiten-DVDs sind die CDs, die so ein bisschen die Krefelder Eishockey-Geschichte, na? Sorry, ich mag Ja, alles gut. Ja, ich habe kein YouTube Premium. Ja, Werbung übersprungen. Genau. Naja, Eiszeiten-DVDs sind halt so ein bisschen die Historie des Krefelder Eishockeys. Wäre wahrscheinlich auch, ich glaube nämlich nicht, dass du die gesehen hast, ist aber dann Film. Wir haben das auch ein bisschen geguckt zusammen, aber ich habe das nicht zu Ende noch geguckt. Aber ich kann sagen, ich habe viel von Emotionen mitbekommen im Spiel gegen Düsseldorf. Ich kann dir sagen, also das wäre ja gar nicht so eine blöde Idee, vielleicht dann im neuen Jahr mal darüber nachzudenken, ob wir da mal so ein Eiszeiten-Special machen, Ja. wo wir uns das mal ganz angucken, also ein bisschen dann komplette Krefelder Historie einmal besprechen. Genau, ja, wir haben den Justin Pogge Ja, das Clip. war, genau. Und das ist die Situation, was sieht genau auch nicht so gut aus. Ja, okay. Und hier war auch, das auch nicht so gut gelaufen. Ja. Deswegen bei Torhüter und Pogge konnte man schon sehen, dass er war ein bisschen unzufrieden mit seiner Leistung in diesem Fall. Ja, weil es war ein Spiel und hier ist schon 1-4. Ja, Russland geht in Führung in dieses Spiel. Übrigens, die Trikots der Russen sind ja phänomenal. Die habe ich jetzt Ja. gar nicht so. Ich finde die schön. Also ich finde die cool. Das ist mal Ja, was das anderes, ist- ne? Die sind So von genau. sowjetisch angehaucht, Genau. aber trotzdem. Guck mal, ja, hier geht es auch die Scheibe. Wir sehen, dass die Scheibe kommt. Und Pogge geht und Ja, auch hat ein bisschen zeitlich nicht gepasst. Und er ist schon über Trapezoid mit einem Fuß. Aber er darf ja drin stehen. Er darf Drin, die ja, Scheibe nur nicht da drin spielen. Siehst du, wo er spielt die Scheibe schon? Ja, das ist jetzt schwer zu erkennen. Aber Genau, aber das wird von anderer Seite gezeigt. Und hier könnte man schon sehen, dass Pogge Das hat schon wird alles nichts. verstanden in das diesem wird Fall. nichts mehr. Ne? Ja, aber kann sehen, dass kanadische Spieler Einsatz. haben probiert alles gemacht, ja, die Scheibe zu blockieren. Genau wie in unserem Tor, was wir bekommen hätten. Ja, Ist auf hier, jeden wir Fall gucken jetzt. Ja, also da hat Er hat das bisschen. ein bisschen sehr verschätzt. Genau. Deswegen, wir kommen zurück zu unserem. Genau. Ja, jetzt, genau, wo haben wir? Da haben wir es. Genau. Genau, weil wir haben natürlich auch eine sehr hitzige Diskussion. Ich habe es, glaube ich, auch schon mal hier so in so einem Instagram Live gesagt, als wir in Iserlohn waren, muss ich ja ehrlich gestehen, habe ich ja irgendwann mal gedacht, hey, das ist richtig sympathisch hier eigentlich, weißt du, die sind genauso Eishockey bekloppt wie wir. Hab da eigentlich auch ein super Eishockeyspiel, war halt sehr interessant. Ja, und dann kam es halt doch in der letzten Minute tatsächlich nochmal zu dieser Aktion vom Aubry gegen Bracco. Ja, das ist, wie gesagt, hier, das ist einfach dreckige und unnötige. Ja, das ist richtige. Ach, kurze Pause. Gehen wir mal zurück. Du kannst ein bisschen hier machen und das geht in groß gezeigt. Ja, das ist auch okay. Ja. So, es wird jetzt kommen. Warte, ja. Die Idee ist, ich mache kurz Pause, ja. Ja. Guck mal, was Backholen. Genau. Ja, und mit Arbeiterbeine. Oben, hier hätte nur ein Ziel. Und das könnte man sehen, eine Verletzung zu bringen. Er guckt schon auf ihn und danach es geht's. Ja, halt das geht nur eine auf richtige, den Schuh. ja, that's a farmer Ein Holzfäller. Ja, und dann, Ja. das ist auch, das geht. Und er wusste halt auch sofort, dass er da, sobald er rangeht,
Warst du überrascht, dass die Liga sich das nicht nochmal angeguckt hat? Also, Wir haben gesprochen mit der Liga. Es war das Problem ist, dass Referee Schiri haben nur 2 Minuten gegeben und dann, dass diese Aktion geht nicht in Disziplinar zu gucken. Und das ist das Problem, weil ich denke, in solchen Situationen Schiris haben ein bisschen Spiel von seinen Händen schon, wie sagt das, entlassen. Ja? genau. Und das ist nicht gut. Das darf nicht passieren, weil wir reden hier um Gesundheit von Spielern. Ich denke, dass kein von diesen Referees wollte so einen Schlag bekommen. Ja, und deswegen, die brauchen objektiv sein in diesen Fällen. Ja? Leider, die waren nicht genug objektiv. Wahrscheinlich, die haben das nicht so toll gesehen, kannte man auch sein, aber natürlich, solche Situationen dürfen nicht passieren einfach. Ja? Deswegen, da hat jetzt eine Situation, war mir gestern geschickt aus Norwegen. In seiner eigenen Mannschaft, ich glaube, wo spielt Patrick Thoresen. Ich kann das nicht direkt sagen, was ist das für eine Mannschaft. Stromer wahrscheinlich. Ich denke Stromer. Also, in Trainingszeit, ein Spieler hat zu seinem Partner gekommen und mit Schläger ihm in den Hals geschlagen. Richtig, er hat Schläger gebrochen, er hat ihm so in den Hals geschlagen. Im Nacken, Hals, so. Ja? Deswegen, Spieler war unbedingt jetzt down und noch gibt es keine richtige Information, was es da richtig passiert ist, warum sowas kommt. Ja? Aber solche Aggression, das darf man nicht erlauben, das ist ein Mitspieler. Ja? Deswegen etwas braucht man auch kontrolliert sein. Ja, in diesem Fall. So, kommen wir zum nächsten Clip. Und zwar, wir haben uns dann, das war schon vorher, haben uns ja schon vorher im Prinzip gerecht. Das war, glaube ich, dann der zweite Sieg, den wir jetzt schon gegen Iserlohn hatten. Der erste Sieg kam halt sehr, sehr dramatisch. Das war einer der ersten Spiele, die wir hatten. Oh, ja. Warte, wir gucken uns jetzt einmal nochmal den Schockschlag an, weil das einfach da ist. Ja, ist einfach brutal. Hey, aber Chemie war auf dem Eis. Ich glaube, das war das eine von 2 Malen, wo er auf dem Eis war. Ja, und da haben wir nämlich hier, das war ja Patrick Hersley in seiner gewohnten. Also ich kann mich erinnern, du hast mir ein paar Clips gezeigt, als du gesagt hast, Patrick Hersley kommt zu uns. Da war, glaube ich, nicht einer dabei, wo er seine schlittschuhläuferischen Fähigkeiten. Was ist, also. Okay, hier ich sage, zuerst braucht man sagen, Saveljev hat richtig tolle Pass gegeben. Ja. Weil wenn wir gucken, Sabo kommt in die Zone rein und dann gibt perfekte Pass hier in diese Zone. Ja? Hier sind 3 Spieler, deswegen, und Patrick, was ist wichtig hier, er hat nicht gebremst, er hat weitergegangen und make a drive the net Situation. Ja? Deswegen, es hat perfekte Pass. Ja? Und dann, was kommt? Patrick Hersley er kann in front of net spielen. Er hat ein bisschen Stickhandle. Ich glaube, das war Playoffs. Letztes Jahr, bevor er weg war aus der KHL. Ja, für St. Petersburg. Er hat gespielt. Und in Overtime, nein, das war, die waren hinter einer Scheibe und die haben 6 gegen 5 gespielt. Und Patrick hat gespielt in front of net. Genau. Und in die Momente, er hat eigentlich richtig gut in front of net gespielt. Ja? Und dann er hat auch ein von Vergleichstore geschossen, genau von die Zone. Deswegen, er hat ein bisschen Skill, wie es geht. Ja? Aber ich bin unbedingt sicher, ich glaube, das hat Hannibal Weizmann gespielt. Ganz ehrlicherweise, dass Patrick Hersley kann gut schießen. Und er hat unbedingt nicht erwartet. Und er hat so einfach geguckt, what just happened right here? Ja, ich glaube nicht. Oh, da ist spätestens, keine Ahnung, wie gesagt, dass er dann noch den Move macht. Da hilft ihm natürlich dann auch, dass er, wie groß ist er? 1,93? So weit um den Dreh, ne? Genau. Also das hilft auf jeden Fall. Wie gesagt, war auf jeden Fall ein sehr, sehr cooler. Emotionaler Moment. Emotional definitiv, weil ich sag mal, insbesondere war das erste Derby, was wir hatten, wo wir halt nicht hoffnungslos unterlegen waren zu dem Zeitpunkt. Wir haben ja Köln gehabt und Düsseldorf. Das waren ja absolute Nullnummern und dann gegen Iserlohn das Spiel so zu gewinnen, war natürlich ziemlich cool. Genau. Bergström, wir haben uns jetzt exemplarisch für alle Moves, die er halt ausgepackt hat in den letzten Wochen, einfach mal einen Penalty rausgesucht, und zwar den gegen München. Er macht halt immer gerne diesen Pumpfake und dann was. Ja. Also jetzt in dem Fall gegen den Fiesinger. Genau, ich werde jetzt ein bisschen mehr erzählen.
Genau. Und das ist halt einfach, ja, Ich okay. mache jetzt War ein jetzt bisschen relativ zurück. schnell, genau. Hallo? Also nochmal 10 Sekunden zurück. Ja, Genau. ich werde jetzt erzählen. Ganz interessant. Ich habe dieses Spiel geguckt von Tribüne. Ja. Ich habe genau gestanden in die Zone. Ich habe richtig gut gesehen, was es passiert. In einem Moment, ich dachte, dass er wird jetzt fallen. Mhm. Weil Ja. anthropometrisch, er ist ein bisschen anders. Ja, er ist groß. Und Anthropometrie ist unterschiedlich bilanziert. Ja. Und das kann man ganz deutlich gut hier sehen. Ja. Dass er kommt und danach, wenn er macht den ersten Schritt, Ja. in diesem Moment, du denkst, okay, jetzt fällt er. Ja, weil guck mal, Bilanz, die Schulter haben nach vorne gekommen. Ja. Ja, und er war nicht so stabil auf die Beine. Fliesinger hat schon auch reagiert. Ja, weil wie gesagt, anthropometrisch, du erwartest nicht, dass dieser Spieler kann einen richtig Fake machen in diesem Zeit und nicht fallen. Aber er hat das geschafft. Dann er geht oben und und in dem Zeitpunkt er kriegt ein Tor. Ja, deswegen von Bergström, er hat das richtig gute Fake Also wie gemacht. gesagt, ich glaube, das hat er halt auch, diesen Pump-Fake, also ich sage es jetzt mal hier wirklich dann, opala, gehen wir nochmal eine Sekunde zurück. Zack, 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 zack. Diesen Move halt, das macht er halt Ja, gerne auch das mit ist Fake-Schuss. Geschwindigkeit. Ja. Genau, und geht dann halt, das hat man häufiger gesehen, einfach auf die Rückhand und versucht dann top Genau. shelf zu gehen. Jetzt in dem Fall glaube ich einfach, dass Fiesinger vielleicht auch damit gar nicht gerechnet hat, weil das haben wir ja gerade beim Oleg auch gesehen, die Mannschaft, oder genauso wie die Spieler auf den Torwart achten, gucken sich natürlich die Torleute auch die Spiele an. Und wenn du dann natürlich siehst, Bergström hat vielleicht 2, 3 Mal hintereinander angetäuscht auf Rückhand und jetzt kommt dann einfach nur, komm, ganz humorlos, schießen wir einfach durch die Beine. Ne? Genau. Also es ist schon sehr, sehr Ja, interessant. das ist ganz gute Fake. Das ist ganz gute Fake. Des Monats gekürt. In dem Monat, ich glaube, es waren vielleicht 3 andere Stimmen. Das war halt der Save gegen München, wo halt Oleg einfach. Okay, oh, Hoppala, jetzt bist du einmal ganz da hinten. ja, das ist hier von Hinterkamera, wir können ein bisschen gucken. So, das ist schwerer Save. Das ist richtig schwerer Save, braucht man sagen. Warum? Weil die Bewegung von Torwart war richtig viel. Er hat die ganze Torwartzone, all paint. He used all paint to get this puck. Ja? So, wir sehen, er geht jetzt unten. Er macht die zu, danach kommt eine Bewegung, hier geht Schuss falsch und er reagiert auf die Situation, fliegt raus, er braucht jetzt zurückkommen, weil die Scheibe ist jetzt bei dem Spieler und logisch, er hat eine gute Shooting Lane zu schießen. Er geht zurück, aber dann Spieler entscheidet, okay, ich schieße nicht, weil Weiß hat Schuss blockiert, er ist auf den Shooting Lane, und dann er passt auf freie Ortega. Und Schilin ist schon er ist disbilanziert, in die Seite zu kommen, weil er kommt andere Seite. Also wenn du mir jetzt hier sagst, dass der Spieler mit der Nummer 8, wenn ich das jetzt nicht wüsste, würde ich sagen, das geht niemals, dass er da rankommt. Also das ist für mich... Ja, und ich sagte von dieser Position, schon, wenn du gehst eine Seite, dann ich hätte einfach auf dem Rücken gelegen, geh in die andere Seite. Aber nicht so, wie hat das Ole gemacht. Er hat gekommen und dann er hätte noch diese Zeit wissen, mit seinem Bein von Posten zu pushen in die andere Seite. Das ist ein richtig schöner. Aber braucht man auch sagen, dass, wer war das? Dominik Zippels, hat blockiert, zweiter Schuss. Ja. Deswegen, das war schade, dass gut. wir jetzt die Übertorkamera nicht haben. Also ich persönlich, ich weiß, wo ich raus wäre, weißt du, ich wäre wahrscheinlich hier schon, einmal durch Bremse. bis zur Bande. Wahrscheinlich wäre Nikita hier auf der Bank schneller im Tor gewesen Weißt du, als ich. wahrscheinlich du hast einfach hier geblieben und dann Ortega hat einfach in dich geschossen. So, deswegen, ist guck schon- mal, in diesem Moment, du hättest einfach hier Hosen, genau, mit den mit Hosen. großen Hosen, hättest du die Scheibe genommen. Aber das ist ja auch wieder so ein Punkt, wo man einfach, also für alle jungen Torleute, die jetzt vielleicht auch gerade zugucken oder Eltern von jungen Torleuten, die gerade zugucken und sagen so, ja, mein Sohn, der wird Torwart, der muss nicht Schlittschuh laufen können. Was Oleg hier macht in diesen, achtet mal drauf, was er so in diesen paar Sekunden einfach an schlittschuhläuferischen Sachen, ich finde diese Bilder sieht man, für junge Torleute sieht man viel zu selten, weil hier einfach wie viel Fußarbeit, wie schnelle Richtungwechsel und Kantenarbeit der Oleg da in kurzer Zeit macht, ist schon, also ist wirklich, wirklich gut. Wurde halt natürlich dann auch zum, ich glaube, nicht nur Save der Woche bei uns, oder Save des Monats bei uns, sondern auch Magenta Highlight eingespielt.
Also ich glaube, und ich sehe hier auch, du siehst die Feuer-Emojis und Oleg, Oleg, ist schon, glaube ich, ganz gut, dass wir den Jungen noch mindestens ein weiteres Jahr bei uns sehen werden. Ja, Das deshalb. stimmt. Das Gut. stimmt. So, was haben wir noch für Fragen? So, ja, genau. Frank Sonnen, der hatte zwischendurch einmal wegen der Facebook-Fragen, wir sind da schon fast alle durchgegangen, aber einfach mal, ja, die hatten wir tatsächlich jetzt noch nicht, deshalb wiederhole ich die auch nochmal. Der Frank fragt nämlich, wenn du dir 3 Spieler aussuchen dürftest aus der DL, also Fantasy Draft, du hast keine Restriktion, welche 3 Spieler, die nicht im Pinguine-Dress, so hat er die Frage nicht gestellt, aber die ist für mich dann so interessanter. Würdest du auswählen und warum? Das ist eine interessante Frage. Ja. Ich brauche ein bisschen überlegen. Ich sage echt, ja, weil ich brauche sehen Squad von einigen Mannschaften, ja, weil ich kenne das nicht perfekt von meinem Kopf. Wenn ich richtig überlege, dann ich kann sagen, ich hätte definitiv, ich kenne mit Vornamen nicht, Eisenschmidt. Markus. Ja? Markus Eisenschmidt aus Mannheim. Ja. Das wäre Spieler Nummer 1. Ich finde, er ist ein von richtig tolle deutsche Spieler, in meinen Augen, in unserer Liga. Dann, er ist kreativ, er ist schnell Schlittschuhläufer, ja, er ist einfach gut, richtig gut bilanzierter Spieler. Er kann alles machen. Ja. Ich nehme De Souza. Ja. Warum? Weil er schießt nötige Tore. Ja, er hat solche Qualität, dass meine Mannschaft geht nicht gut. Er kommt und er schießt und er trifft einfach Tor. Ja. Und das brauchst du einfach. Ja, deswegen De Souza. Und wem hätte ich noch dann in diese 3 genommen? Weil De Souza spielt Mitte, Markus Eisenschmidt spielt Winger. Spielt Winger, ja. Ja, und dann, ich brauche noch einen Winger. Ja, und ich sagte dann, ich nehme, weil von Verteidiger, ich sage, für mich ist es ein bisschen schwer zu sagen, ich denke, in meinen Augen, ich hätte besser dann alle 3 Stürmer genommen. Ja. Ja, wahrscheinlich Marcel Nobels. Ja, wahrscheinlich Marcel Nobels dann. Ja, von den Spielern, wenn ich überlege, ja, dann die 3 Spieler. Halt auch hier in Berlin ist er halt auch so ein Spieler, der so ein bisschen, man kann es gar nicht so sagen, aber immer noch irgendwie unterschätzt wird. Weißt du, so irgendwie, also nicht so wirklich unterschätzt, aber trotz alledem, immer wenn er auf dem Eis ist, dann hat man das Gefühl, wieso hat der auf einmal so viel Platz? Wo kommt das her? Es ist einfach weil er so IQ. klug ist. Das ist einfach Ja. Eishockey-IQ. Ja. Ja. Und deswegen, wenn du nimmst Eisenschmidt, De Souza und Nöbels, ich denke, das wäre eine unglaublich starke Reihe für diese Liga. Ja, Frank Sonnen sagt auch eine gute Wahl. Ne? Ja, Und, danke schön. ja, der De Souza, der von Wolfsburg. Ja, genau, der von Wolfsburg, der De Souza. Ne, wie gesagt, das wären so die 3. Ich müsste mal überlegen, das wäre natürlich, ich möchte mich nicht in den Vordergrund spielen, aber boah, wen würde ich denn nehmen? Ja, Also, theoretisch, ich hätte noch gedacht, Viertel. Er ist auch ein interessanter Spieler. Deswegen, aber sonst einfach jetzt direkt sagen, okay, ich hätte den oder anderen Spieler genommen. Ja, für mich ist so schwer zu entscheiden. Ich brauche gucken. Ja. So, was haben wir denn hier noch? Genau, Nöbels bin ich auch einverstanden, sagt Frank Lang. Ja, ja. Also ich glaube, Nöbels würde so keiner ablehnen. Jetzt habe ich hier, ja, natürlich, ja, so an sich keine Fragen mehr. Gut, wahrscheinlich ich werde unsere Moderator Maxi fragen nochmal mein Instagram einfach in Kommentare reinschreiben. Ja, dass Leute das haben. Gerne, ich warte euch und auf 1000 ich werde erzählen. Genau. Wer macht meine Frisur? Wer macht meine Frisur? Ja, die Antwort wird euch definitiv überraschen. Deswegen, ich warte euch bei mir auf meine Instagram. Und ich denke. Alleine.
Und dann, wir werden ja weiter diskutieren. Was ich noch anbieten kann und ich sagen kann, ist, ich möchte alle unsere Fans und Geschenk ausbringen. Ja, die Jungs, welche sind jetzt in Augsburg. Äh, das wird für uns auch wichtiges Spiel. Ja, jedes Spiel für uns ist wichtig. Und gestern Gewinn war auch ganz wichtig. Einfach nicht weiter verfolgen diese Pre-Playoff Race. Ja, das ist war ganz wichtiger Gewinn. Andersrum wären wir schon ein bisschen zu weit weg von die Pre-Playoff-Spot. Ja. Natürlich, das ist nicht unglaublich, das zurückzubekommen, weil wir sehen, Nürnberg hat jetzt 4 Spiele in einer Reihe gewonnen. Ja. Aber diese Konsequenz von unserer Mannschaft wäre auch top, da wenn wir gewinnen mehr als 2 Spiele in einer Reihe. Ja. Aber das haben wir ja dieses Jahr auch schon geschafft. Aber auswärts. Auswärts, ja. Das haben wir schon geschafft. Aber jetzt mal ganz ehrlich, also wenn wir am Ende mit der Rest nur auswärts gewinnen und zu Hause nicht so erfolgreich spielen und wir sind am Ende in den Playoffs, dann ja. Das ist okay. Von 10. Platz, wir spielen dann zu Gast 2 Spiele und dann wir wieder gehen weiter. Und von 10. Platz, du wirst immer mehr zu Gast spielen immer gewinnen. Das ist so. Wir machen es einfach taktisch klug. Wir holen wir holen uns das Auswärtsrecht, nicht das Heimrecht, sondern wir spielen auf das Auswärtsrecht. Genau. Genau. Ja, wie gesagt, Leon hier nochmal ganz kurz mit der Frage nach der Autogrammstunde. So schnell wie möglich wollen wir das natürlich auch noch anbieten. Ist natürlich auch alles zurzeit genauso wie die. Für das letzte Spiel, bevor ich vergesse. Ja. In meinem Instagram, ich werde morgens machen eine ganz schnelle, wie sagt das man, Spiel für 5 Tickets für unser letztes Heimspiel dieses Jahr. 5 Tickets. Ich werde die alle unterschreiben, deswegen ihr könnt das gerne kommen mit euren Freunden oder was immer. 5 Leute werden 5 Tickets kriegen. Ich meine, 26. könnt ihr die Tickets in unsere Ticket-Office oder im Fanshop abholen. Ja, genau. Deswegen, das ist wegen einer Aktion, wegen Geisterspiele. Deswegen, dass ihr habt auch Möglichkeit, unser letztes Heimspiel dieses Jahr gucken. Genau. Erstmal am Weihnachtstisch noch lecker den Rest vom ersten Weihnachtsfeiertag essen und dann ins Stadion kommen. Ich werde es genauso machen. Ja, deswegen sage ich auch, ich denke, das ist eine gute Idee. Ja? Sonst, was wollte ich noch sagen? Für nächste unsere Livestream, was ich anbieten kann. Ja? Marc, wir werden mit dir überlegen, wir werden eine kleine wahrscheinlich Information danach geben für nächste Livestream. Schickt ihr eure Videofragmente oder interessante Situationen von weltweit Eishockey. Ja, dass wir auch genauso gleich wie heute unsere Spiele gucken können und analysieren eine oder andere lustige oder nicht lustige Situation und einfach mit euch zusammen diskutieren, wenn ihr habt irgendwelche Fragen oder Fragen zu interessanten Themen wie Olympia, ja, Olympische Spiele und andere in Eishockey. Das machen wir auch gerne, ja. Deswegen, wir werden einfach geben eine E-Mail-Adresse wahrscheinlich, ja, wo ihr könnt alles einfach schicken, mit einem Topic zu schreiben, ja, und dann wir werden das alles anschauen, gucken und für nächste Livestream auch mit euch zusammen was Interessantes gucken. Genau. Und wer Rickrolls uns sendet, der bekommt direkt den. Jünger als ich? Ich bin der Boomer. Das ist ja, wenn du jemanden verarschen möchtest, dann sagst du, ey, wo kann ich denn die und die Information herbekommen? Ja, hier. Und dann schickst du ihm das Rick Astley, dann never gonna give you up, never gonna let you down. Ich höre auch auf. Sonst mache ich den Leuten ein Weihnachtsfest noch kaputt. Ja, ey, machen wir gerne. Wie gesagt, schickt uns die Videos. Wir werden es dann auf jeden Fall noch früh genug ankündigen. Ich darf mich auch den Weihnachtsgrüßen von Sergey anschließen. Bedanke mich natürlich bei euch. Ich gucke noch einmal ein letztes Mal in die Fragerunde. Und genau, wir können den ja in der Hockey-Arena machen. Nächstes Mal, die ist ja leer. Ein bisschen zynisch, aber ja, nein, gut. Ja, dann bedanke ich mich. Was? Du sagst? Was haben wir? Haben wir da noch eine Frage? Ich sehe es nicht. Guck nochmal eben. Wir haben genug Auge, was macht. Das ist gut. Ja, alles gut. Gut. Alles klar. Danke, Sergey. Ja, kein Problem. Danke an War gut an alle zu sehen. Nicht zu sehen, ja, aber am wenigsten mit euch zu
reden und erzählen. Vielleicht war es gut, uns zu sehen. Ich Und weiß auch es ja eure nicht. Fragen lesen, ja, und beantworten. Deswegen, wie gesagt, schöne Weihnachten nochmal und wir sehen mit mir schon nach die Geisterspiele. Nein, aber ich hoffe auch, dass du auf Das kriegen wir schon hin. Schön und schöne Weihnachten. Bis dann. Ja, Ciao. danke. Ciao, ciao.